herzlich willkommen zu einem weiteren Update hier aus der Brickworld. Und wenn alles gut geht, dann ist das heute Samstag und vermutlich, wenn ihr das seht, könnten die 10.000 schon geknackt sein. Das ist sowas von verrückt, denn wie es in letzter Zeit abgeht. Aber das 10.000 Abo-Special ist das heute noch nicht und es wird auch noch nicht in den nächsten Tagen kommen. Es muss nämlich noch einiges vorbereitet werden, denn ihr wart einfach viel zu schnell mit allem und ja, das dauert jetzt noch ein paar Tage natürlich. Ansonsten würde ich sagen, wir machen heute genau da weiter, wo wir im letzten Update aufgehört haben, falls ihr es noch wisst. Und zwar haben wir hinten am Tunnel gearbeitet, den Straßenbahntunnel. Und hier ist immer noch das Chaos, denn ich dachte, Aufräumen rentiert sich gar nicht, wenn es eh gleich weitergebaut wird. Und wir werden heute hier in diesem Bereich weiterbauen. Nachdem es euch auch doch ganz gut angekommen ist, dass wir hier endlich Lücke geschlossen haben, möchte ich heute jetzt hier weiter rüberbauen, den Tunnel abschließen, aus das Dach reinbauen, den Felsen oben weiterbauen und vermutlich auch an der eigentlichen Stadtmauer / Altstadt weiterbauen. Das machen wir heute und dann schließt sich hier endlich auch mal wieder ein bisschen was und Lücken schließen ist immer ein gutes Thema. Ihr seht, dass der Tunnel ein bisschen vorangeschritten ist und zwar habe ich jetzt die komplette Innenwände hochgezogen, inklusive der Dachstruktur. Hier in der Mitte bleibt es tatsächlich offen, denn dadurch, dass wir ja diesen Bogen drin haben außerhalb des Grids, seht ihr jetzt hier auch, dass sich das Ganze natürlich jetzt nicht mehr im Grid, auch wenn es verzogen ist, verbindet. Deshalb bleibt es hier. Es wird oben mit Fliesen bearbeitet, einfach damit es eben aufliegen kann, was dann draufkommt. Ihr seht es nämlich da hinten bei dem alten Stück, da kommen jetzt einfach Platten drauf, damit wir oben drüber wieder im Grid weiterbauen können, während der Tunnel unten drunter außerhalb des Grids liegt. Und von hinten sieht es jetzt so aus, ist natürlich jetzt einfach erstmal ein bisschen hübscher gemacht von meiner Seite aus, damit es einfach hübsch aussieht, wenn man jetzt von hinten ein bisschen filmt, weil wir werden ja hier hinten noch einige Zeit offen haben, bis hier eben, wie gesagt, der nächste Tisch dran kommt. Aber es sieht doch ganz gut aus. Hat wieder ein paar Steinchen gefressen, das Ganze, aber jetzt geht's hier oben auf den Felsen und dann wird es hier gleich wahrscheinlich im nächsten Take schon ein ganzes Stück anders aussehen. Jetzt sieht man sehr gut, wie sich alles zusammenfügt, denn ihr seht, dass jetzt der Überbau begonnen hat. Der Überbau ist jetzt natürlich wieder im Grid, das ist auch gar nicht so schlecht, das hilft vor allem die Stabilität reinzubringen und der Tunnel drunter ist ja außerhalb des Grids, hier ist eine kleine Lücke, das ergibt sich einfach daraus, aber ihr seht jetzt, wie sich das Ganze zusammenfügt, denn hier zum Beispiel, das hier ist ja außerhalb des Grids, das fügt sich an die Struktur des Tunnels an und alles zusammen, gibt eine schöne Felswand, finde ich, meiner Meinung nach. Das wird natürlich noch ein bisschen besser wirken, wenn dann im nächsten Tisch es hier noch ein bisschen weitergeht, aber das Stückchen gefällt mir persönlich schon sehr gut, auch mit dem Einblick hier rein ist jetzt alles wieder ein bisschen vollständiger und jetzt werden wir hier oben noch ein bisschen weiter bauen. Nicht wundern, das Stück von der Stadtmauer liegt gerade irgendwo da drüben im Chaos. Habe ich runtergenommen, wenn ich nicht aus Versehen runterschmeiße. Und ja, wir machen jetzt hier erstmal oben noch ein bisschen Grünzeug, Felsen etc. weiter, damit einfach das jetzt mal ein bisschen kompletter wird. So, vielen Dank. Ich habe gerade noch mal reingeschaut. Es ist gerade kurz vor 1 Uhr nachts in der Nacht von Freitag auf Samstag. Und wir haben gerade die 10.000 Abonnenten geschafft. Vielen Dank dafür. Inzwischen noch 10.000 und einer genau genommen. Auf jeden Fall vielen Dank. Das ist so unglaublich nach knapp ein bisschen mehr als 2 Jahren auf diesem Kanal. Und vielen Dank. Das 10.000 Abo-Special kommt demnächst. Wird wahrscheinlich noch, vielleicht eine Woche oder so dauern, denke ich. Aber bis dahin wird es noch andere Updates geben. Aber das 10.000 Abo-Special ist auf dem Weg. Ich habe es natürlich ein bisschen später geplant, aber es wurde einfach so schnell jetzt plötzlich, dass ihr die 10.000 geknackt habt, dass ich gar nicht fertig bin mit den Vorbereitungen dafür, aber wir werden auf jeden Fall das 10.000 Abo-Special machen und in den Untergrund gehen, das steht fest. Mal schauen, was es sonst noch alles gibt in dem Special, aber so viel dazu, ich habe es gerade gesehen. Vielen wir sind ein ganzes Stück vorangekommen. Wie ihr sehen könnt, ist hier oben jetzt alles gebaut. Der Untergrund ist fertig und die Begrünung ist fertig. Es ist jetzt relativ grün geworden, gefällt mir aber gut. Ich habe es relativ niedrig gehalten, damit von dem, was dahinter eben ist, die Stadtmauer / Altstadt, dass davon jetzt nicht so viel verdeckt wird. Wir hatten ursprünglich hier mal vor längerer Zeit noch einen Baum stehen, habe ich wieder weggenommen, vor einiger Zeit sogar schon, weil er einfach nicht reingepasst hat. Aber ich finde, so sieht das doch ganz nett aus. Was ich vielleicht jetzt gleich noch mache, ist, dass ich zumindest hier die Mauer bis zur Ende des Tisches verlängere, damit wir hier noch ein bisschen weiterarbeiten können. Und ganz viele haben sich gewünscht, dass hier unten ein Zebrastreifen reinkommt. Mal schauen, ob ich den auch noch schnell reinbauen kann.
damit man eben von hier rüberkommt. Schilder etc. machen wir auch nicht heute, das machen wir irgendwann demnächst. Ich muss schauen, ob ich noch genug Schilder dafür da habe. Aber das hier gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut und es schließt natürlich auch wieder eine Lücke und ich will jetzt unbedingt noch hier die Wand zumindest auf der Höhe bis zur Kante bauen, damit eben da auch sichtmäßig einfach mal ein Abschluss ist und hier ja im Punkt fertig ist. Damit haben wir das Endergebnis für heute erreicht. Ich habe jetzt auch hier unten noch einen relativ schmalen Zebrastreifen eingebaut. Das ist übrigens Absicht, dass hier der Streifen etwas verkürzt ist. Zum einen muss man hier ein bisschen stabilisieren mit dem nächsten Modul, aber es soll einfach auch ein bisschen Erscheinungen zeigen. Der ist jetzt relativ schmal. Der ist jetzt nur 4 Bricks oder Studs breit. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Wenn ich ihn breiter haben wollen würde, müsste ich hier die Mauer nach hinten setzen. Ihr könnt jetzt gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ob wir den einfach so lassen, wie er ist. Oder findet ihr es komisch, dann würden wir einfach hier noch die Mauer umbauen. Ist halt jetzt eine Sache, die jetzt ein bisschen Zeit beanspruchen würde. Das habe ich erstmal weggelassen. Aber ich schwenke jetzt mal hier nach oben und dann sehen wir jetzt mal hier, wie der Hang, der Berg und auch die Felswand dahinter, die Felswand sage ich schon, die Mauer der Stadtmauer hier fertig geworden ist. Ich habe es ganz bis nach hinten begrünt und ich denke, wenn man jetzt von hier unten nach oben schaut, die Mauer wird ja nicht höher werden natürlich, sieht es doch ganz nett aus. Hier ist die Konstruktion dahinter, ist natürlich jetzt nicht so hübsch, aber man muss ja auch bedenken, hier wird es ja irgendwann weitergehen und dann verschwindet das Ganze natürlich. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt gleich nochmal ganz kurz das Licht aus und schauen es uns an in der Dunkelheit. Man wird da von da oben jetzt nicht mehr so viel sehen, aber der gesamte Anblick wird, glaube ich, ganz gut aussehen. Also ich mache kurz einen Cut und wir schauen es uns gleich nochmal mit weniger Licht an. Ich habe euch vermutlich nicht zu viel versprochen, denn man sieht da oben jetzt gar nicht mehr so viel. Aber ich kann mir überlegen, dass wir vielleicht später noch die Mauer beleuchten. Auch dazu gerne in die Kommentare schreiben, dass sie einfach von unten so angestrahlt wird, wie man es ja gerne bei Baudenkmälern macht. Ansonsten kann man jetzt einfach sagen, dass hier wirklich eine große Lücke wieder geschlossen wurde, ganz nach dem Motto Lücken schließen und es sieht doch einfach meiner Meinung nach ganz gut aus und ich würde sagen, das war ein gutes Ergebnis für heute und was bleibt mir zu sagen? Ja, nochmal vielen, vielen Dank natürlich für die 10.000 Abonnenten. Das nächste Video wird noch nicht das 10.000 Abo-Special sein. Wie gesagt, ihr seid einfach zu schnell jetzt gewesen. Und ja, es dauert einfach noch ein bisschen, das vorzubereiten. Es wird noch andere Updates dazwischen geben, aber ich sehe gerade dieser Blick hier durch, auch wenn da hinten noch nicht alles fertig ist, sieht doch auch ganz hübsch aus, meiner Meinung nach. Jedenfalls, ich streife ein wenig ab vom eigentlichen Thema. Das sind die Themen von heute. Wir haben hier weitergebaut, wir haben hier den Tunnel fertig bekommen. Ich kann noch mal rein zeigen, dann sehen wir hier noch mal, wie es aussieht. Da kann man auch mal rausfilmen. Und obendrauf ist jetzt auch alles fertig bis zur Stadtmauer. Das heißt, hier ist eine ordentliche Lücke jetzt hinten am Tisch geschlossen. Und das war's dann, wie gesagt, für heute. Das nächste Mal werden wir vermutlich dann tatsächlich an den Marktplatz gehen und da weiterbauen. Da ist ja lange nichts mehr passiert. Und ja, viel bleibt jetzt eigentlich mehr zu sagen. Ihr könnt mir, wie gesagt, auch gerne weiterhin Kommentare dazu schreiben, was wir noch demnächst mal wieder angehen sollten, weil zum Beispiel die Ecke hier hinten haben wir lange nicht mehr angegangen. Wir hatten nach sehr langer Zeit endlich mal wieder hier am Haus weitergebaut. Und da können wir nämlich auch mal wieder weiterbauen, wenn ihr der Meinung seid, dass es da weitergehen sollte. Schreibt es, wie gesagt, immer gerne in die Kommentare. Und ansonsten entlasse ich euch jetzt hier mit diesen Blicken aus der nächtlichen Brickworld und sage nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim selber bauen und Tschüss.